Willkommen zurück zu den Badminton Basics Teil 6. Ihr habt euch schon mit verschiedenen Themen beim Badminton befasst. Heute geht es um das Wichtigste, nämlich um euch, um die Spieler beim Badminton. Und wir werden uns heute mal den kompletten Weg vom Anfänger bis zum Profi angucken, verschiedene Fragen beantworten, was man mitbringen muss und wie das Leben so aussieht. Und dazu holen wir uns jetzt einen echten Profi dazu. Matthias Buchenbecker ist heute 42 Jahre alt und spielt seit beeindruckenden 33 Jahren Badminton. Genauer gesagt, seit er 9 Jahre alt ist. Mit 17 schafft er den Schritt in die erste Bundesliga und hat in seiner Karriere zahlreiche Erfolge bei den deutschen Meisterschaften und Jugendmeisterschaften, den westdeutschen Meisterschaften und vielen anderen Turnieren und internationalen Turnieren erzielt. Zudem hat er eine Trainerkarriere hinter sich, war viele Jahre Spielertrainer der Bottropper Badminton-Gemeinschaft und ist bis heute im Sport aktiv. Hi Matthias, schön, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Wir wollen ja heute einmal über den Werdegang eines Badmintonspielers reden und da ist der Matthias der optimale Gesprächspartner. Ja, vielleicht, gerne. Wir starten einmal ganz vorne. In welchem Alter würdest du sagen, fängt man am besten mit Badminton an oder wann hast du angefangen mit Badminton? Also Badminton gehört zu den Sportarten, da kann man im Prinzip in jedem Alter einsteigen. Ich zum Beispiel habe damals mit 9 begonnen. Okay. Mittlerweile haben wir aber auch Kinder hier, die sind 7, 8 Jahre, also wirklich jung. Viel früher macht vielleicht nicht Sinn, aber das Schöne ist wirklich, man kann auch mit 40 einsteigen. Und wie sieht in der Jugend ein Badminton-Training aus? Also wo liegen die ersten Schwerpunkte? Wenn ich mit Badminton anfange, wie beginnt das dann? Ja, die ersten Schwerpunkte liegen im Prinzip so in diesen Basics. Also sich ein bisschen auf das Feld bewegen können, den Ball irgendwie versuchen zu treffen, ins Spiel zu bringen. Okay. Also Aufschlag. Erstmal Spaß zu haben an der Spaß Sache. Natürlich sowieso, auch bei den Kindern vor allem. Ne? Aber den Ball dann irgendwie auch mal ins Spiel zu bekommen. Denn ohne einen Ballwechsel ist manchmal auch schwierig. Wie sind dann die nächsten Schritte, wenn ich jetzt in der Jugend die ersten Schritte gemacht habe und ich habe immer noch Spaß an Badminton? Ja, da geht es dann natürlich nachher darum, diese Basics, die man erlernt hat, zu verfeinern, zu verbessern, an Techniken zu arbeiten, Lauftechnik zu erlernen, gezielter auf jeden Fall und auch ganz wichtig, nachher auch den Umfang zu steigern. Also von einmal die Woche vielleicht, nachher auf 2-, 3-mal die Woche Training. Das ist natürlich dann schon leistungsorientierter. Und wenn ich nach der Zeit in der Jugend noch immer Spaß am Badminton habe, wie geht es dann weiter? Was verändert sich dann? Also nach der Jugend, wenn ich dann noch Lust habe, und das ist in der Regel natürlich der Fall, dann komme ich in Seniormannschaften, kann dort spielen. Je nachdem, nach Spielstärke kann ich natürlich dann auch vielleicht erstmal unten anfangen oder ich habe schon ein gewisses Level erreicht und spiele vielleicht schon in der ersten oder zweiten Seniorenmannschaft und kann dort dann neben Mannschaftsspiel natürlich auch an Turnierwettkämpfen teilnehmen und mein Training und die Zeit intensivieren. Was heißt das für die Trainingszeiten? Wir haben jetzt gerade gesagt, die Jugendlichen, da geht es erstmal um Spaß, um erstes Ballgefühl. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit 16 oder so spiele, wie viel Zeit kostet es dann? Also wenn ich natürlich leistungsorientiert dann nachher unterwegs bin, muss ich meinen Umfang steigern an Training und dann bin ich halt nicht mehr bei einmal die Woche, sondern bei 2, 3, vielleicht sogar auch ein 4. Mal. Okay. So wird das eher aussehen, ja. Das Spieltagen, das ist schon eine Menge. Ja. Das heißt, in dem Alter geht da schon ein beachtlicher Zeitanteil drauf. Definitiv. Wenn man das mal zusammenrechnet, 2, 3 Mal die Woche Training, vielleicht ein 4. Mal plus Wochenende, ist zeitintensiv, ne? Und Fahrereien dazu. Welche Fähigkeiten würdest du denn sagen, sind in den verschiedenen Altersklassen besonders wichtig oder was sollte man mitbringen? Klar, Spaß am Sport, aber ich sag mal, wenn man Jugendlicher ist, sind das wahrscheinlich noch ganz andere Sachen, als wenn ich dann wirklich mit 16, 17 in den Leistungsbereich gehe. Wo liegt dann der Fokus? Im Leistungsbereich, also Badminton ist so vielfältig, das ist schon schwer, ein paar Sachen rauszusuchen. Ich würde sagen, auf jeden Fall braucht man natürlich immer ein gewisses Grundmaß an Athletik, etwas Talent natürlich, aber auch so ein bisschen Spielverständnis, zu gucken, okay, kann ich auch erkennen, was der Gegner irgendwie da drüben macht. Und ja, einen guten Ball sollte man irgendwie auch mal ins Feld spielen können. Ja? Also Fehlerquote so ein bisschen runterschrauben. Das sind so nachher die Sachen, worauf es ankommt. Und die kann ich dann am besten erreichen, natürlich mit viel Wiederholung und viel Training und viel Zeit. Wenn wir uns mal die Leistung anschauen, von der Jugend bis zu dem Wechsel dann in den Seniorenbereich, hast du bei dir persönlich denn einen kontinuierlichen Leistungsanstieg gemerkt, dass du immer besser wirst noch und immer noch? Oder gibt es Phasen, wo du gedacht hast, da stagniert man? Ja, solche Phasen gibt es manchmal auch. Natürlich merkt man mal mehr, mal weniger, oh, das wird besser, die Laufarbeit ist auf einmal besser geworden, der Schlag ist besser geworden. Mal auch ein bisschen Stagnation ist, glaube ich, auch normal. Aber ich denke, mit gutem Training, gute Sparringsgruppe, guten Trainer, Umfang natürlich auch entsprechend, kann man immer seine Leistung steigern. Fast egal, in welchem Alter.
Und wenn man in dem Alter ist, wenn man irgendwann große Turniere, Meisterschaften spielt, dann kommt ja noch irgendwie der Punkt Psyche auch dazu, solche Turniere in dem Alter zu spielen. Ist dir das schwer gefallen, wenn man dann zum ersten Mal mit 16, 17 auf einem großen Turnier oder so spielt oder auch erste Erfolge hat? Also die mentalen Aspekte im Badminton sind auf jeden Fall extrem wichtig. Und gerade so in jungen Jahren ist man natürlich auch irgendwie vor Wettkämpfen vielleicht nervös oder man empfindet vielleicht irgendwie so ein bisschen Druck, wenn man eine Platzierung erreichen möchte oder weil man vielleicht gerade im Bundeskader ist und irgendwie um Plätze kämpft oder Nationalmannschaft oder was auch immer. Und da ist natürlich der mentale Aspekt schon total wichtig auch, ne? Und kann auch Leistungen auf jeden Fall beeinflussen. Manchmal im positiven Sinne, manchmal auch natürlich im hemmenden Sinne. Hat, glaube ich, jeder Sportler schon mal erlebt irgendwie. Und wenn wir einmal auf die Zeit schauen, wo du wirklich dann in der ersten Bundesliga gespielt hast, wo das dein Beruf im Grunde war, dein Job, wie sah dieser Job dann für dich aus? Ist das wirklich tagesfüllend? Kann man davon leben? Wie viel Geld verdient man da? Ja, die Frage nach den Finanzen ist immer sehr interessant, gerade in Badminton ist ja immer noch leider eine Randsportart. Bei mir und vielen anderen Leuten war es damals eher so, dass wir parallel studiert haben. Und das ein oder andere Semester auch vielleicht ein bisschen weniger gemacht haben, dafür mehr in Sport und Trainingszeit investiert haben. Wettkämpfe, internationale Turniere, dauert ja auch so ein bisschen, wenn man da durch die Gegend fährt oder fliegt. Und das war damals so, sage ich mal, bei vielen Spielern, auch bei mir zum Beispiel, so ein Modell. Ich studiere und betreibe dann so viel Sport und Trainingseinheiten, wie es geht. Und man konnte auch damals definitiv etwas Geld damit verdienen, auf jeden Fall. Also ich und viele andere Sportler mussten vielleicht nicht diesen klassischen Student-Aushilfsjob vielleicht machen und konnten uns ein bisschen durch die zweite Bundesliga oder durch ein paar Turnierprämien oder so weiter etwas Geld da irgendwie zuverdienen quasi. Ja. Hört sich nach einer interessanten Perspektive schon an fürs Studium auf jeden Fall. Ich meine, in asiatischen Ländern sicherlich nochmal ganz anders vom Badminton zu leben. Ja. Aber es ist also auch in Deutschland möglich, durchaus damit, wenn man es gut genug kann, ein vernünftiges Zubrot zu haben. Auf jeden Fall unsere deutschen Top-Sportler, die werden auf jeden Fall auch ein paar gute Euros verdienen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und auch für ihre Bundesliga-Auftritte und dann haben die meistens auch noch einen ganz guten Sponsor, der sich auch finanziell unterstützt. Also da kommt auf jeden Fall auch ein bisschen Geld bei rum, wenn man ein gewisses Niveau auf jeden Fall erreicht, das ist ganz klar, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man kann das ein paar Jahre machen, auf so einem Niveau spielen, in der ersten Bundesliga und auf internationalen Turnieren, aber wie sieht der Weg zurück aus? Also irgendwann wird man merken, das kann ich nicht bis 60 machen auf dem Niveau. Ja, wenn man früher viel trainiert hat, kann es schon vorkommen, dass man irgendwie nachher merkt, dass man irgendwie vielleicht das Ganze nicht mehr so machen kann wie früher. Fängt irgendwas an zu zwicken. Und dann probiert man natürlich dann, wenn man noch die Sportart so betreiben möchte, einfach sein Pensum ein bisschen runterzuschrauben, anzupassen und noch so ein bisschen, ich sag mal, nebenher zu spielen auf jeden Fall, ja. Okay, das ist auch dein Plan, quasi seitdem du da jetzt nicht mehr im Profibereich unterwegs bist, trotzdem noch weiter aus Spaß? Ja, natürlich, aus Spaß. Badminton ist der tollste Sport, den ich kenne und von daher probiert man auch, wenn man irgendwie ein bisschen mit dem Knie zu tun hat oder andere Sachen zu hat, irgendwas noch zu machen. Etwas weniger Training, dann noch Mannschaft spielen, macht auch immer Spaß. Aber das wäre jetzt auch so mein Plan. Okay. Das ist also ganz klar unsere Message an euch Leute. Man muss nicht Bundesligaspieler werden, aber man kann. Und man kann auch einfach aus Spaß spielen und bis in jedem Alter. Okay, wir sind wieder ein bisschen näher an dem Sport, hier nochmal in der Halle. Und eine letzte Frage vielleicht noch. Wir haben mitbekommen, deine Tochter geht jetzt auch diesem Sport nach. Bietet dir das nochmal eine andere Perspektive? Macht dich das stolz zu sehen, dass sie da auch Spaß dran hat? Ja, auf jeden Fall. Macht einen natürlich sehr stolz und auch vor allem ist es schön zu merken, dass dann auch junge Kinder, so wie meine Tochter auch, schnell von diesem Sport begeistert sind und regelmäßig zum Training wollen, hier bei uns in der Kindergruppe aktuell. Und ich probiere natürlich mal mein Bestes dazu zu geben. Hoffe, das funktioniert natürlich dann so. Echt schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sage dir schon mal Tschüss. Ja, vielen Dank auch, hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Für Matthias wird es Zeit, wieder ein paar Bälle zu spielen. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, müsst ihr gleich hier unten klicken. Und vergesst nicht, das, was ihr hier gesehen habt, ist nur unsere Meinung und ein Beispiel. Natürlich kann jeder von euch auch Badminton spielen, ohne in der ersten Bundesliga zu spielen, solange ihr Spaß an dem Sport habt. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao.